Hallo liebe Freunde, danke für das Mitmachen, danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch noch ein Nachrichtenvideo vorstellen. Jeden Tag passiert etwas in Russland und ich möchte euch auf dem Laufenden halten, damit ihr die aktuellen Nachrichten aus Russland bekommt. Und falls ihr ein Interesse für das Alltagsleben in Russland wirklich habt, bleibt bitte dran. Los geht's! Heiratsalter in Russland. Kann das Heiratsalter in Russland wirklich auf 16 Jahre gesenkt werden? Genau das schlägt ein Abgeordneter aus der Region Bryansk vor. Sein Argument? Immer mehr Minderjährige werden schwanger. Also soll man ihnen erlauben, früher zu heiraten und Familien zu gründen? Ganz offiziell. Aber Moment mal, die Reaktion aus Moskau ließ nicht lange auf sich warten. Die dumme Abgeordnete Nina Ostanina stellte klar, nein, das geht so nicht. Denn wer unter 18 ist, gilt in Russland als Kind und Kinder sollten lernen, träumen, wachsen, nicht Eltern werden. Ein guter Elternteil zu sein, gerade in unserer heutigen Welt, braucht mehr als nur guten Willen, sagt Ostanina. Man braucht Reife, Verantwortung, ein stabiles Fundament im Leben. Sie rät dem Kollegen außerdem, sich erst einmal mit der Psychologie und dem Körper junger Menschen zu beschäftigen, denn mit 14 oder 15 ist der weibliche Körper oft noch gar nicht bereit für eine Geburt. Und das kann ernste Folgen haben für Mutter und Kind. Ihr Appell: Lasst uns nicht mit solchen Ideen die Menschen verunsichern oder das Parlament ins Lächerliche ziehen. Es geht hier nicht um Formulare, es geht um echte Leben. Einkommen in Russland. Wie viel Einkommen brauchen die Russen für ein normales Leben? Eine neue Studie der Nationalen Forschungsuniversität liefert die Antwort. Im Durchschnitt reichen etwa 81.000 Rubel pro Monat und Person. Das sind 14% mehr als noch vor einem Jahr. Im Herbst 2023 hielten die meisten einen Verdienst von etwa 70.800 Rubel für ausreichend. Und der Medienwert, also der mittlere Wert, stieg sogar um 20% auf 60.000 Rubel. Interessant ist, für fast 3/4 der Befragten liegt das normale Einkommen zwischen 30.000 und 100.000 Rubel. Fast ein Drittel hält 30.000 bis 50.000 Rubel für genug. Ein weiteres Viertel sagt 70.000 bis 100.000 Rubel. Die Forscher betonen, dass das Bild vom normalen Einkommen stark von der Region abhängt. In Moskau und Sankt Petersburg beispielsweise gilt ein Einkommen von etwa 110.000 Rubel als notwendig. Das ist ein Drittel mehr als im Landesdurchschnitt. Außerdem geben Männer meist höhere Zahlen an als Frauen. Höhere Ansprüche haben auch junge Leute, Menschen mittleren Alters, Stadtbewohner, Hochschulabsolventen und Unternehmer. Und nicht zu vergessen, das durchschnittliche Gehalt in Russland lag 2024 bei fast 88.000 Rubel, ein Plus von 18% im Vergleich zum Vorjahr. Also ein normales Leben wird teurer und die Erwartungen wachsen mit dem Einkommen. Hunde in Russland. In Russland gilt ab dem 1. September ein neues Verbot. Besucher von Stränden dürfen keine Haustiere mitbringen, außer Blindenhunde. Das hat der Jurist Alexander Chaminski erklärt. Wichtig zu wissen, das Verbot gilt nur auf dem eigentlichen Strandgelände, nicht entlang des gesamten Ufers. Der Grund: am Strand sollen Menschen, besonders Kinder, im Mittelpunkt stehen. Tiere könnten Badegäste erschrecken, beißen oder unangenehme Spuren hinterlassen. Dieses Verbot wird durch eine neue Verordnung des russischen Katastrophenschutzministeriums eingeführt, die am 1. September 2025 in Kraft tritt und bis 2031 gilt. Außerdem warnt die Juristin Anastasia Belalova: Wer Tiere im Auto nicht richtig sichert, riskiert ein Bußgeld. Das Haustier muss gut befestigt sein, damit es nicht die Sicht des Fahrers blockiert oder beim Fahren stört. Deutschland.
Die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz über einen möglichen europäischen nuklearen Schutzschirm sorgen in Russland für große Sorgen. Alexei Tschepa, erster stellvertretender Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss der Staatsduma, sagte, solche Äußerungen heizen die weltweiten Spannungen nur weiter an. Er betont, dass Gespräche über Atomwaffen seitens mancher Länder sehr beunruhigend sind. Und ganz klar, Deutschland hat gar kein Recht, überhaupt über Atomwaffen zu sprechen. Schon allein solche Diskussionen verändern die weltweite Sicherheitsordnung, die seit dem Zweiten Weltkrieg gilt, so Tschepa. Merz hatte zuvor gesagt, Deutschland wolle die Partnerschaft mit den USA und den amerikanischen nuklearen Schutzschirm erhalten, ist aber auch offen für Gespräche über einen europäischen Atomschirm. Deutschland darf weder Atomwaffen herstellen, besitzen noch kontrollieren. Seit 1955 lagern auf deutschem Boden taktische Atomwaffen der USA. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.